Oh, Arch Linux, du Urgroßmutter des Rolling Releases, du vertrautes System der vertrauten Nutzer. Jeder will dich haben und genauso wollt ihr das auch. Ihr habt mich zum 1.000.000. Mal gefragt, ey, mach endlich mal Installationsanleitung zu Arch Linux, und jetzt kommt wahrscheinlich die andere Hälfte und sagt, hey, read the fucking manual. Nein, dann bräuchtet ihr meinen Kanal nicht. Deswegen guckt das Video. Ja, lasst uns anfangen. In diesem Sinne herzlich willkommen und lasst uns direkt anfangen. Ihr braucht natürlich für die Installation von Arch Linux, wer hätte es gedacht, ein Arch Linux. Ja? Und es tut mir leid, wenn manche behaupten, es wird Arch ausgesprochen oder Arsch oder sowas. Ich werde hier Arch sagen oder Arc, ja, wegen Torbogen, deswegen auch dieses wunderschöne Logo. Und ihr könnt das Ganze runterladen von archlinux.org/download. Ja, und ihr könnt das Ganze hier runterladen, also quasi je nachdem, wo ihr based seid, wo euer Standort ist. Die meisten von euch werden wahrscheinlich Deutschland haben wollen. Und lasst euch nicht von hongkong.info verwirren, das ist trotzdem eine deutsche Seite. Aber ich würde euch sowas wie RWTH Aachen empfehlen, die haben immer die besten Server. Und da geht ihr einfach drauf, dann landet ihr direkt beim FTP, und nein, es ist nicht französisch, verzieh dich. Es ist ein FTP-Server. Ihr könnt hier einfach tatsächlich auf diese .iso-Datei, nicht auf irgendwas anderes, nur auf die .iso draufklicken und speichern. Ja, habe ich natürlich schon gemacht, ist logisch, denn ich brauche das Ganze natürlich vorher. Und wenn ihr unter Windows seid, dann braucht ihr noch was Zweites zum Erstellen des Bootable USB-Sticks, und zwar Rufus. Rufus ist ein Tool, das sogar noch maintained wird, anders als Lily. Und ja, wir haben hier die Möglichkeit, bootable USB-Laufwerke zu erstellen. Die würde ich euch auch tatsächlich mal empfehlen. Ja, wie das Ganze funktioniert, werde ich euch zeigen. Ihr könnt hier einfach auf den Download gehen und dann Rufus 3.14 in meinem Fall runterladen. Es ist aber völlig egal, welche Version hier steht. Also die neuen Versionen haben halt Bugfixes oder sowas. Da könnt ihr dann einfach die neueste Version nehmen und schon habt ihr das Ganze. So, beide Sachen bitte runterladen, und da sind wir auch schon wieder. So, die Leute, die jetzt wissen, was man mit einer ISO-Datei macht, die dürfen diesen Schritt gerne überspringen. Ansonsten die Leute, die vielleicht unter Windows sind, die haben da ein paar mehr Probleme. Wir fangen trotzdem zuerst mit den Leuten unter Linux an. Das heißt, wenn ihr schon ein Linux-System habt, dann macht ihr einfach einen Rechtsklick rein und dann öffnet ihr eure Linux-Shell. Hier in meinem Fall ist es tatsächlich auch eine Linux-Shell möglich, weil ich hier eben dieses Linux-Subsystem für Windows habe. Aber ihr seht, das Ganze funktioniert nur so halb geil. Und deswegen machen wir hier mal PowerShell auf. Und ja, dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, das Ganze mit Cat zu machen. Wir haben die Möglichkeit, mit CP zu machen, mit T, mit DD, whatever. Wir benutzen jetzt CP, das ist, glaube ich, das Einfachste. Und zwar nehmt ihr dann einfach eure ISO-Datei, also CP heißt kopieren, ja, und kopiert eure ISO-Datei auf euren USB-Stick, das heißt sowas wie dev/sd, euer USB hier. Also SDA, SDB, SDC, sowas in die Richtung. Ihr solltet aufpassen, ja, dass ihr nicht aus Versehen eine Festplatte nehmt und hier das SD eingebt, also SDA, und wenn das eure Festplatte ist, dann upsie, sind die Dateien weg. Auch bei eurem USB passiert das so. Also bitte nicht überschreiben, achtet darauf, dass das Ding richtig ist und schaut nach dem richtigen USB-Stick. Wie ihr das rausfindet, zum Beispiel über GNOME Disk Utilities, könnt ihr das wunderbar rauslesen, oder eben auch teilweise sogar über einen Explorer, je nachdem, welches System eben ihr verwendet. Okay, unter Windows starten wir Rufus. Rufus fragt euch nach Admin-Berechtigung und fragt euch dann, ey, yo, wo soll ich das drauf machen? Ich habe vergessen, USB reinzupacken. Sekunde. So, da sind wir wieder. Okay, also hier einmal den USB-Stick in meinem Fall mit 32 GB auswählen, der kein Label hat. Und dann können wir hier ein Medium oder Abbild auswählen. Abbild, das ist genau die ISO-Datei, die ihr hier habt. Das heißt, ihr geht hier auf Auswahl. Warum auch immer das auf Deutsch ist? Und wählt die ISO von Arch Linux aus. Das heißt, wir klicken hier einfach mal drauf. Dann könnt ihr hier die persistente Partition auswählen. Müsst ihr alles nichts machen. Einfach so lassen, wie es jetzt ist. Formatierungseinstellungen könnt ihr genauso lassen. Dann steht hier eben Arch, von welchem Datum das Ganze ist. Also 2021-07 wäre Juli 2021. Das wäre dann meins. Und ja, genau. Dann könnt ihr hier gerne noch so Sachen machen wie erweiterte Formatierungsoptionen. Müsst ihr aber alles nicht machen. Hier steht trotzdem auch die Möglichkeit, einfach auf Start zu klicken, und diese Nachricht solltet ihr tatsächlich durchlesen. Also, hier steht, am Anfang könnt ihr gerne mit dem ISO-Modus das Ganze probieren. Wenn ihr Probleme haben solltet, dann benutzt den DD-Modus. Das kann beides funktionieren bei euch, beides nicht so funktionieren. Wie gesagt, ihr solltet erstmal mit dem ISO-Modus anfangen und dann den DD-Modus nehmen. Dann klicken wir hier auf OK.
Und dann sehen wir hier, ey, Rufus ist halt leider ein bisschen alt vielleicht, wird halt nicht immer perfekt geupdatet. Ich meine, Arch Linux ist wie gesagt ein Rolling Release, das ist das Neueste vom Neuesten und ja, in diesem Fall kann es sein, dass ihr Dateien vom System braucht, also dass ihr halt quasi hier wieder irgendwas machen müsst und die halt aus dem Internet runterladen müsst. Und dann klickt ihr einfach auf Ja, dann passiert das Ganze. Und nochmal auf OK, um wirklich alle Daten auf dem USB zu löschen. Wie gesagt, die sind danach weg, ja. Das heißt, wenn ihr da Bilder drauf habt, die sind danach weg. Also, ja, letztes Mal, dass ich euch gewarnt habe. Okay. Oder dass ich mich gewarnt habe. Und dann müsst ihr das Ganze einfach nur machen lassen. Das dauert nicht allzu lange. Und wenn es fertig ist, dann steht hier auch fertig am Ende. So, dann könnt ihr das ganze Ding schließen. Und dann habt ihr einen bootbaren USB-Stick für euer Arch Linux, Entschuldigung. So, okay, jetzt gibt es noch die Fraktion der Leute, die das Ganze erstmal testen wollen. Dazu habt ihr natürlich auch die absolute Möglichkeit, und zwar könnt ihr einfach eine virtuelle Maschine erstellen. Das sind Systeme in eurem System, völlig egal ob Linux, Windows oder Mac, ihr könnt das einfach so bei denen machen, also quasi eine Software installieren. Das wäre dann VirtualBox oder VMware, heißt das ganze Ding. Ich mache das hier mal so groß, wie ihr das braucht. Und ja, was ihr da machen könnt, ist, ihr könnt absolut alle Maschinen so erstellen, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt unendlich viele Maschinen haben, ihr könnt sie gleichzeitig laufen lassen, System in eurem System sozusagen. Und wenn ihr eine neue Maschine erstellt, dann geht ihr hier auf Neu und ich mache jetzt hier mal Arch Test. Und dann gehen wir hier auf, ja, sollte hier ausgewählt sein, also Linux, Arch Linux 64-Bit, weiter. Arbeitsspeicher könnt ihr zuweisen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt hier relativ viel zur Verfügung. Ich würde mal sagen, ich kann hier 8192 zuweisen. Und dann gehen wir weiter. Und dann machen wir Festplatte erzeugen. Das heißt, ihr braucht eine neue Festplatte. Klickt auf Erzeugen und hier steht dann eben, was für eine Festplatte, einfach weiterklicken und ihr könnt euch da schon darauf verlassen, dass das einigermaßen funktioniert. 8 GB sollten, wobei, machen wir hier mal 20. Ein bisschen Platz wollen wir schon haben. Okay, und dann habt ihr eine neue Testbox erstellt. So, Testbox bedeutet aber trotzdem, da ist nichts drin. Wenn ich das Ding starte, passiert gar nichts. Und wenn ihr was drin haben wollt, dann macht ihr hier auf Ändern. Und im Endeffekt könnt ihr dann unter Massenspeicher den Controller auswählen, das ist quasi wie ein CD-Laufwerk und hier auswählen, ey, ich hätte ganz gerne Abbild auswählen, die ISO von zum Beispiel Arch Linux wieder. Ihr könnt da alles reinpacken, was ihr wollt. In dem Fall okay und starten. So, wenn ich das jetzt starte, dann sieht das bei mir so aus und bei euch auch, als würde ich quasi mein System booten, als würde ich ein echtes System vom USB-Stick booten. Das ist genau derselbe Vorgang. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiter aufnehme, ich nehme quasi die virtuelle Maschine auf, bei euch sollte sich aber das System exakt gleich verhalten wie über USB. Und wenn ihr das Ganze über USB startet, dann bitte noch diese eine Einstellung in den BIOS-Settings einstellen. Und zwar, ihr müsst von dem richtigen System starten. Da müsst ihr wirklich euren Rechner neu starten. Wichtig, neu starten, nicht herunterfahren. Und wenn ihr neu startet, einfach mal ein Button-Mashing machen. Also das heißt, manche haben es auf Entfernen, manche haben es auf F10, auf F11, auf F12, auf F8 oder auf F9, manche auch auf F2. Da gibt es leider keine Standards, das kommt auf den Hersteller drauf an. Und dann kommt ihr in eine Auswahl, in ein Auswahlmenü quasi von welchem Datenträger ihr starten wollt. Da müsst ihr natürlich den USB-Stick auswählen. Bei manchen Systemen funktioniert es auch von Haus aus. Das heißt, ihr könnt einfach mal probieren, was passiert, wenn ich mit USB drin neu starte. Vielleicht klappt es auch schon, vielleicht aber auch nicht. Okay, ich klicke jetzt hier auf Starten und dann starten wir einfach mal mit dem Medium Arch Linux ISO und gehen hier auf Starten. So, jetzt mache ich das Ganze ein bisschen größer. Das ist jetzt quasi mein System im System. Und genauso, ups, nicht ganz so klein, aber genauso sollte das bei euch auch aussehen. Und ihr könnt dann hier einfach auf das BIOS oder auf die oberste Variante hier draufklicken oder ihr wartet einfach, bis es fertig ist und dann sieht das Ganze so aus. So, wunderschön. Und wenn wir das Ganze jetzt hier starten wollen, dann sehen wir hier schon direkt, das ist das letzte Mal, dass wir irgendwas Grafisches sehen werden, bevor wir die Installation fertig haben. Kleine Vorwarnung hier. Okay, also würde ich vorschlagen, wir starten tatsächlich mit dem obersten. Also ihr könnt hier nicht Speech, oder ihr könnt auch Speech machen, wenn ihr das wollt. Copy to RAM könnt ihr auch machen. Boot Existing OS werdet ihr wahrscheinlich nicht machen wollen. Aber das Sinnvollste ist einfach das oberste zu nehmen, das was auch automatisch starten würde, wenn ihr nichts tut. Okay, und ja, das dauert jetzt ein bisschen, nicht wundern, da passieren Dinge, die muss man jetzt nicht irgendwie verstehen. Das sind einfach solche kleinen Statusmeldungen. Wenn irgendwas schief gehen sollte, dann kann man sich als Entwickler dann auch daran machen, das zu fixen. Aber in dem Fall sollte hoffentlich nichts schief gehen.
So, es dauert ein bisschen. Ich pausiere das mal ganz kurz. Ah, nee, es ist schon fertig. Wunderbar. So, also wenn es fertig ist, dann sehen wir hier dieses root at arc ISO. Ja, diese ISO, das ist das, was wir gerade hier eingelegt haben. Das ist dieser USB-Stick sozusagen, mit dem wir das Ganze gestartet haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Arch ISO. Wir können mit der machen, was wir wollen, aber es passiert nichts im tatsächlichen System. Es wird nicht installiert. Das allererste, was ihr machen solltet, ist erstmal nachzugucken, was für eine, was für ein Layout, Tastaturlayout ihr habt. Ich tippe jetzt mal kurz Y, ja. Kommt Z raus. Schlecht. Denn wir haben normalerweise eine deutsche Tastatur. Das heißt, wir sagen hier Load Keys. Übrigens, das Y ist da, wo jetzt bei euch das Z ist. Load Keys de-latin. Nochmal ein kleines Beispiel, warum es nötig ist, wenn ich Bindestrich eingebe. Kommt das da. Nehmt für diesen Bindestrich hier am besten euer Numpad. Das würde ich euch empfehlen. Denn euer Numpad ist hier tatsächlich, das funktioniert doch. Also, das funktioniert immer noch genau gleich. Und damit könnt ihr das wunderbar machen. Load Keys unable to open file. Falsch getippt. Latin 1, ich wollte nicht löschen aus Versehen. Load Keys Latin 1 ist das, damit ihr Y und Z und Bindestrich auf der Tastatur wieder normal verwenden könnt. So, wenn ihr irgendwas anderes brauchen solltet, ihr findet eine Liste von allen diesen Dingern in Usershare KBD/Keymaps. Und hier findet ihr dann das, was ihr braucht. Also zum Beispiel eben, alles, was ihr wollt. Okay, alles klar. So, was ist der nächste Schritt? Wir müssen erstmal gucken, ob wir Internet haben. Ich würde euch allerwärmstens empfehlen, dass ihr tatsächlich hier bitte Ethernet benutzt, also Kabel-Internet. Denn WLAN einzurichten ist einfach nicht geil mit Arch Linux in der Installation. Das heißt, ihr müsst das jedes Mal machen. Wenn ihr das Ganze testen wollt, einfach mal IP-Link eingeben und dann sehen wir schon, was ihr hier für Geräte drin habt. Bei mir steht hier LO, das ist so eine Loop, die brauchen wir nicht, die ignorieren wir einfach. Aber unten drunter steht ENP0S3. Und das ist tatsächlich, sieht man 2 Zeilen tiefer, Link/Ether. Das heißt ein Ethernet-Link. Also tatsächlich ein Ethernet-Kabel, was ich hier zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann hier tatsächlich auch mal google.com pingen. Und wenn ich hier Antwort bekomme und kein Timeout, dann ist das Internet auch tatsächlich funktionabel. Ihr könnt alles abbrechen, übrigens mit Steuerung C. Wenn ihr jetzt doch Wi-Fi haben solltet, dann erstmal fuck you. Nein, nicht böse gemeint. Aber Wi-Fi einzurichten ist kein Spaß. Ich zeige euch hier mal nur ganz kurz, wie ihr das machen könnt. Und zwar mit folgender Anwendung. Ihr gebt ein IWCTL. IWCTL ist Wireless Control sozusagen. Und das öffnet ein neues grünes Fenster, also dieses neue grüne Dings da. Und hier könnt ihr erstmal anfangen, eure Devices aufzulisten. Das heißt Device List. Was genau kann ich da eigentlich überhaupt erreichen? Das sind alle Netzwerkkarten sozusagen, alle Stecker, Adapter oder sowas. Wenn hier nichts aufgelistet ist, heißt das, ihr habt kein Wi-Fi zur Verfügung. Also auch kein Wi-Fi, mit dem ihr irgendwas erreichen könnt. In meinem Fall ist das jetzt leider so, aber ja, das bei euch hoffentlich nicht. Normalerweise steht da sowas wie WLAN 0 irgendwo oder WLAN 1 oder sowas und damit könnt ihr euch normalerweise auch verbinden. Das macht ihr mit dem Befehl Station, dann eben der Name von euch, also in dem Fall WLAN 0 oder My Wi-Fi Stick oder sowas. Also irgendein Name. Ich schreibe jetzt hier dafür immer WLAN 0. Und dann müsst ihr natürlich erstmal rausfinden, okay, was gibt es überhaupt für WLANs hier? Also WLAN 0 Scan. In meinem Fall gibt das nichts, aber normalerweise werdet ihr hier Netzwerke finden und überhaupt erstmal funktionable Netzwerke überhaupt finden. Ihr könnt auch WLAN 0 get-networks eingeben, dann bekommt ihr eine Liste von WLAN-Netzwerken, mit denen ihr euch verbinden könnt. Da steht das zum Beispiel der Name von eurem WLAN drin, das, was ihr auch mit eurem Handy verbindet. Das steht da drin. So, und wenn ihr euch verbinden wollt, dann macht ihr das mit Station, WLAN 0, Connect, und dann zum Beispiel, bei mir hieß es immer WLAN ohne ELAN. So, das ist quasi der Name von meinem Wi-Fi oder, keine Ahnung, FBI-Van oder sowas. Ihr kennt das ganze Spielchen. So, und dann einmal Enter drücken und dann wird natürlich wieder bei mir nichts gefunden, aber dann werdet ihr normalerweise aufgefordert, ein Passwort einzugeben, dann seid ihr verbunden. Wenn ihr verbunden seid, könnt ihr hier Exit eingeben, dann landet ihr wieder bei dem Root at Arch ISO und wieder genau da, wo ihr hin wollt. So, das ist der erste Schritt. Erstmal einigermaßen alles einrichten. Nächster Schritt wäre, eure Zeit zu setzen, also Time, Date, Control,
set-ntp auf True zu setzen. Damit sagt ihr quasi, ich hätte ganz gerne das Network-Time-Protokoll und erlaubt eurem System überhaupt erstmal das Internet anzufragen, wie spät es eigentlich ist. Und ja, das ist zumindest mal nicht verkehrt, denn man möchte bei der Installation schon die richtige Zeit meistens haben. So, jetzt. Das ist der erste Teil. Jetzt machen wir hier mal ein Clear und damit haben wir zumindest das erste System eingerichtet. Jetzt kommen die Festplatten. So, okay. Also, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen erstmal rausfinden, wie sind eigentlich unsere Festplatten aktuell aufgeteilt. Dazu machen wir fdisk-l. Fdisk-l führt euch quasi auf, wo eure ganzen Festplatten wie aussehen. Wir sehen hier, wir haben zwei Stück oder zwei Geräte. Das untere Gerät können wir komplett ignorieren, denn da steht zum Beispiel, dass das eigentlich nur, Sekunde, 600 irgendwas Megabyte hat. Das ist offensichtlich zu wenig, das ist nicht so viel wie die Festplatte, die wir hatten und dementsprechend ist es auch das Falsche. Oben drüber haben wir 20 GB, also 20 Gigabyte. Das ist das, was wir tatsächlich am Ende beschreiben wollen mit Daten. Und diese Daten sind natürlich dann auch überschreibend. Das heißt, wenn wir da was draufschreiben, dann ist alles andere weg. Also hier nochmal die Warnung, wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Festplatte ihr beschreiben wollt, dann steckt wirklich in eurem PC die Festplatten aus. Also öffnet euren PC, steckt die Festplatten aus. Ansonsten kann es sein, dass ihr aus Versehen überschreibt. Ansonsten müsst ihr euch natürlich auch im Klaren sein, okay, meine Festplatte, auf die ich das draufschreiben möchte, die hat exakt, in dem Fall 20 Gigabyte. Ich möchte da draufschreiben. Und im besten Fall hat man hier verschiedene Festplatten. So, also wir haben def-sda. Jetzt müssen wir erstmal def-sda dazu kriegen, dass es auch wirklich zwei Partitionen für uns bereithält, denn wir brauchen auch noch swap. Swap hat nichts mit swag zu tun, ist sozusagen dazu da, damit ihr auslagern könnt von eurem Arbeitsspeicher. Ist nicht so wichtig. Es ist einfach eine Performance-Sache und die ist eigentlich schon ziemlich wichtig. Manche lassen sie weg. Ich würde euch empfehlen, sie zu machen. Dazu benutzen wir cfdisk. Das ist ein bisschen einfacher als fdisk und sagen, wir wollen das mit def-sda machen. Das heißt, wir verändern hier die SDA-Festplatte. Wir wollen nicht DOS, das ist nur für sehr, sehr alte Systeme. Normalerweise braucht das keiner mehr und SGI und Sun sowieso nicht. Wir wollen hier die ganz normale GPT-Partition erstellen. Wir sagen, wir wollen eine neue Partition, die soll bitte 1 GB groß sein. Damit bauen wir uns quasi unseren Swap, der 1 GB groß ist. Sozusagen eine Erweiterung von eurem Arbeitsspeicher, der 1 GB groß ist. Ist nicht viel, aber es reicht meistens aus. Ihr könnt hier natürlich, wenn ihr sehr viele Festplattenspeicher noch übrig habt, könnt ihr natürlich auch irgendwie 20 GB Arbeitsspeicher noch oben drauf hauen. Der ist nicht so schnell, also der ist so langsam wie eure Festplatte. Er ist als Auslagerungsort quasi gedacht, also ja. So, wenn wir das hier mit Enter bestätigt haben, dann können wir hier einfach jetzt auswählen, was wir damit machen wollen. Also wir können zum Beispiel resizen, wir können Type auswählen. Das müssen wir hier tatsächlich auch. Wir wollen hier Swap draus haben. Und die nächste Partition, die wir hier erstellen wollen, ist eine EFI-Partition sozusagen. Die Swap-Partition sollte übrigens, damit ihr so Größenvorstellungen habt, mindestens 512 Megabyte sein. Es sollte eigentlich mehr sein. Am besten so 1 Gigabyte ist super. Vielleicht, wenn ihr mehr habt, 2, 3, 4, 5, 6 Gigabyte, ist okay. Und dann wollen wir noch eine EFI-Partition erstellen. Die muss nicht groß sein, aber wir müssen sie halt erstellen. Dazu gehen wir eins runter, erstellen uns eine neue Partition und sagen hier, yo, mach mal auch 1 Gigabyte, es reicht sogar 300 Megabyte oder sowas. Aber in unserem Fall 1 Gigabyte ist okay. Und wir wählen hier tatsächlich den Type aus und müssen jetzt hier EFI System auswählen, damit wir das auch wirklich hinbekommen. Ihr seht, hier gibt es übrigens sogar sowas Komisches wie Sony-Boot-Partition oder BIOS-Boot-Partition. Ja, aber wir wollen EFI als Systempartition haben und den Rest, den können wir tatsächlich so bauen, wie wir das wollen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, hey, mach mal New, mach mal 18 GB, Linux-File-System passt komplett. Und jetzt schreiben wir das Ganze. Das heißt, jetzt machen wir auch wirklich Änderungen an der Festplatte. Das heißt, ihr könnt damit tatsächlich eure Festplatte zerstören. Alle Daten, die drauf sind, auch. Also Achtung. Und ja, wir machen jetzt ein Yes. Und es hat offensichtlich funktioniert. Wir können hier rausgehen. Wunderbar. Und dann haben wir immer noch diese Anzeige. Aber ja, das ist okay. So, jetzt machen wir einmal hier lsblk oder alternativ fdisk-l. Dann bekommt ihr das angezeigt. Und so sollte das eigentlich auch bei euch ungefähr aussehen. Und dann habt ihr alles, was ihr braucht.
So, jetzt wollen wir natürlich noch hier das Ganze so formatieren, dass es einigermaßen für uns passt. Also wir wollen ein Filesystem draufpacken, makefs.ext4. Wir wollen das ext4-Filesystem draufpacken und zwar auf dev/sda3. Damit sagen wir, okay, unsere Linux-Partition wird SDA3. Und ja, das ist so der Standard bei Linux. Ihr kennt vielleicht NTFS, das ist die Windows-Variante. Es gibt ja aber noch zwei andere Partitionen. Und zwar brauchen wir zunächst einmal auch was für die UEFI-Partition. Das heißt, dieses EFI-Filesystem in dev/sda2. Das machen wir mit auch makefs.fat nehmen wir hier. Das ist das ganz alte, aber das braucht es einfach zum Booten. Das ist auch völlig in Ordnung. /dev/sda2. 2 ist es, ne? Ja, 2. Perfekt. Okay, damit haben wir das schon mal fertig. Und jetzt brauchen wir noch das letzte. Das ist einmal, um den Swap richtig zu machen. Wir müssen sagen, okay, mach mal Swap draus. Make Swap in dev/sda1 in diesem Fall. So, und dann haben wir auch den Swap fertig. Und jetzt können wir mounten. Jetzt können wir alles verwenden. Das bedeutet, wir sagen hier, okay, mounte bitte einmal die Dev-Partition und zwar in SDA. Jetzt muss ich nachgucken, SDA3 ist es mit unserem Linux-Filesystem und die soll bitte in MNT liegen. Bam, fertig. So, das nächste, was wir auch noch mounten wollen, ist, wir mounten unsere zweite Partition, unsere UEFI-Partition. In dev/sda2 liegt die und die wollen wir mounten in /mnt/efi. So, sorry, jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Okay, und wir sehen hier, oh, der Mount Point existiert nicht. Was machen wir da? Naja, wir bauen uns den Mount Point halt einfach. Das heißt, wir sagen hier, mach mal Directory und zwar mount/efi oder mount/boot/efi oder sowas. Das kann man sich mehr oder weniger auch aussuchen. Das heißt, wir machen unser Mount Point und wir sagen, wir mounten das jetzt an Mount EFI. Wunderbar, da ist es auch drin. Und das letzte ist, wir sagen, ey, mach mal Swap an. Und sagen hier, wo die Swap-Datei liegt, also die Swap-Partition, sorry. Und die liegt an SDA1. Okay, damit haben wir eigentlich alles, was wir soweit brauchen. Jetzt brauchen wir noch eine einzige Sache. Und zwar, wir müssen das Ganze erstmal soweit zum Laufen kriegen. Und überhaupt sozusagen mal das grundlegende Linux-System erstellen. Und das machen wir mit pack-strap. Ja. -i, das ist quasi das, was für euch die grundlegenden Sachen installiert. MNT, also da liegt, in /mnt liegt ja euer System oder soll euer System später liegen. Und zwar, was wir brauchen, sind die Base-Pakete, also die Grundlagenpakete, Linux natürlich und die Linux-Firmware. Ah, schade. Firmware. Und ja, dann könnt ihr das Ganze auch eigentlich soweit schon starten. Allerdings, in meinem Fall mag ich es ganz gerne noch Vim dazu zu installieren. Und ja, dann kann man das Ganze auch so starten. So, der Free Providers. Wir nehmen das erste. So. Und ja, wollen wir alles installieren. So, das dauert jetzt ein kleines bisschen. Das ist quasi eure Betriebssysteminstallation, aber wirklich halt nur das rudimentärste, allergrundlegendste, fundamentalste Linux, was ihr da überhaupt habt. So, wenn wir das hier sehen, sind wir fertig damit, dann haben wir es tatsächlich geschafft, soweit alles zu installieren. Das heißt aber noch nicht mal annähernd, dass wir fertig sind, okay? Wir müssen jetzt nämlich hier noch ein paar Sachen konfigurieren und überhaupt mal in das System rein können. Das machen wir mit erstmal genfstab, damit wir zum Beispiel auch UUIDs, Swap und so weiter und so fort, alles verwendbar überhaupt erstmal. Das machen wir mit /u in dem Mount-Verzeichnis und zwar wollen wir schreiben mount/etc/fstab. Okay, und wenn wir das gemacht haben, dann können wir uns in das System rein routen. Das heißt, wir können so tun, als wären wir das System, indem wir arch-chroot benutzen. Und zwar mit dem System, das an Mount liegt. Wunderbar. So, und jetzt sollte sich vorne bei euch die Farbe geändert haben auf ein farbloses Root. Das sollte so aussehen wie bei mir. Und damit wisst ihr, okay, ihr seid jetzt in dem eigentlichen System drin. Also in eurem eigentlichen Arch-System seid ihr drin. Und ja, jetzt könnt ihr hier alles machen, was ihr normalerweise mit einem System macht. Das heißt, ihr könnt auch sowas machen wie ln-sf und dann eure Zeitzone erstmal richtig setzen.
Und zwar findet ihr die Zeitzone in User Share Zone Info / in unserem Fall wahrscheinlich Berlin am besten. Berlin müsste es aber eigentlich geben, nicht? Zone Info. Achso, ja, Europe vielleicht noch. Europe, Berlin, ja. Es gibt verschiedene Timezones. Ihr könnt hier einfach mal kurz gucken. Wenn ihr die euch anguckt, dann sind es schon viele. Man kann hier auch tatsächlich auf einzelne Länder zugreifen. Also sowas wie Iceland oder Turkey ist natürlich einzelnes Land. Portugal und Poland auch eigentlich, aber ich sehe kein Germany tatsächlich. Germany gibt es nicht. Ja, da gibt es einfach nur Europe, warum auch immer. Und da kann man dann Berlin auswählen. So, etc/local time soll diese Zeitzone bitte bekommen. Für die Leute, die in der Berlin-Zeitzone sind, das ist quasi euer way to go. Die anderen, die dürfen sich die Stadt raussuchen, die für sie am besten passt. Und das heißt, ja, wir müssen ein bisschen suchen. Okay, dann sagen wir, die Hardware-Uhr soll bitte angepasst werden. Hardware-Clock sys TOHC. Okay, das ist das eine. Damit haben wir unsere Systemuhr, also quasi die Hardware-Uhr tatsächlich synchronisiert. Und ja, jetzt bauen wir uns noch unser Local. Das heißt, wir machen sowas wie Sprache und so weiter und so fort. Also lokale-gen. Das ist ein Aufruf und das macht einfach nur alle Einheiten sozusagen. Jetzt müssen wir aber das ganze Ding immer noch erstmal erzeugen, beziehungsweise die Datei so weit konfigurieren, dass es passt. Und das machen wir, indem wir hier sagen, echo lang ist gleich en-us, wenn ihr es auf Englisch wollt, oder de-de, wenn ihr es auf Deutsch wollt, .utf8. Und zwar echoen wir das Ganze raus in die Datei in etc/lokale, Achtung, das E hinten dran ist wichtig, .conf. Okay, ihr könnt das Ganze überprüfen, ob es funktioniert hat. Das Ausgeben sozusagen in die Datei, indem ihr vim/locally.conf macht, dann sollte das auch drin stehen. Ansonsten könnt ihr es natürlich hier auch einfügen, indem ihr I drückt für den Insert-Modus, Escape, wenn ihr fertig seid mit Tippen, Doppelpunkt, X und Ausrufezeichen zum Speichern. Dann hat es quasi auch gespeichert. Aber so finde ich es einfacher, indem man einfach sagt, ey yo, ich möchte das ganz kurz da mal ausgeben. So, das nächste, was wir ausgeben wollen, ist einmal Echo. Und zwar, wir wollen ausgeben, Key Map ist gleich de-latin1. Das, was wir bei unserem Arch-ISO-System schon gemacht haben, das wollen wir jetzt hier auch in unserem fertig installierten System direkt hinterlegen, damit wir das nicht nochmal tippen müssen. So haben wir quasi direkt gesagt, hey, ich hätte ganz gerne deutsches Tastaturlayout. Und das geben wir in die Datei etc/vconsole.conf. Also die virtuelle Konsole.konfiguration. Okay, das wäre der nächste Schritt. Dann brauchen wir eine Datei namens Hostname. Und da können wir irgendwas reinschreiben. Das heißt sowas wie Echo Morpheus PC. Wird ausgegeben in /etc/hostname. Okay. Und jetzt müssen wir noch eine Datei tatsächlich verändern, also mit Vim nach etc/hosts gehen. Und jetzt müsst ihr euch merken, wie ihr das Ding genannt habt. In meinem Fall Morpheus PC, in eurem Fall weiß ich es nicht. Und wir gucken mal, was hier drin steht. So, die hier einfach ignorieren. Wir drücken I und wir machen hinten dran Enter und löschen das vorne dran. Ansonsten bleibt das ganze Ding ein Kommentar, das wollen wir nicht haben. Wir wollen hier 127.001 als Localhost verwenden. Localhost, das heißt als lokale Stelle sozusagen für Verbindung. Und wir wollen direkt Doppelpunkt 1 auch als Localhost. Und das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Wir wollen 127.011 als Morpheus PC.local Domain haben. Und Morpheus PC. Das ist quasi der Local Server für unseren eigenen Rechner. Ihr müsst euch, wie gesagt, hier gemerkt haben, wie ihr es genannt habt. So, wir klicken Escape, dann Doppelpunkt X und Ausrufezeichen, kleines X, Achtung. Und dann haben wir das Ganze auch gespeichert. So, sehr gut. Jetzt, was müssen wir noch machen? Wir haben jetzt unser Netzwerk soweit aufgesetzt. Und das funktioniert auch ganz gut soweit. Wir müssen jetzt allerdings noch hier die Netzwerk, also die Verwaltung für das Netzwerk auch noch ein bisschen verändern. Und wir gucken mal, ob wir da nicht direkt was dafür installieren. Und zwar sagen wir wollen eigentlich mit Pacman, installiert ihr übrigens unter Arch Linux Sachen, mit -s den Network Manager direkt installieren.
weil wir faul sind und das nicht nochmal machen wollen. Und der dann auch für uns das Ganze macht. So, okay, perfekt. Dann haben wir, also es wird nicht laufen, weil ihr in chroot seid. Da passiert eigentlich gar nichts von der Seite vom System aus. Aber ihr könnt das Ganze zumindest aktivieren und Links erstellen. Das heißt systemctl enable network manager. So, perfekt. Und dann werden die Symlinks erstellt und es sollte soweit funktionieren. So. Und das Letzte, was das eigentliche System noch angeht, ist Folgendes. Wir wollen das Passwort des Root-Nutzers ändern, passwd. Da können wir ein neues Passwort setzen, in unserem Fall zum Beispiel Querz. Wir retypen, oh verdammt, jetzt habe ich mich, glaube ich, verschrieben. QWERTZ. So. Okay, Passwort wurde aktualisiert, perfekt. So, und jetzt zum letzten Schritt. Also wenn wir das Ganze, jetzt haben wir unser System eigentlich soweit fertig in Anführungsstrichen eingerichtet. Wir müssen natürlich noch Window Manager etc. installieren oder von mir aus auch gleich eine richtige Oberfläche, so wie ihr das eben haben wollt. Aber wir müssen vor allem jetzt erstmal hierher gehen und sagen, wir müssen grub installieren. Grub ist ein Boot Manager, denn ansonsten startet unser System gar nicht. Deswegen installieren wir uns, wie gesagt, grub, also den Boot Manager, grub und sagen hier pacman-s, grub und den EFI, weil wir mit UEFI arbeiten wollen, Boot Manager. Das ist hart abgekürzt. EFI Boot MGR. Okay, und ja, das wollen wir natürlich installieren. Dauert ein bisschen, dauert aber eigentlich nicht lange. Und was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Wir gehen erstmal hierher, also lasst uns nochmal ganz kurz lsblk eingeben, da wo die Festplatten ausgegeben wurden. Wir sehen hier, dass in /efi in SDA2 unsere EFI-Partition liegt. Okay, das heißt, wir installieren grub da rein sozusagen, grub install --target, welche Maschine wollt ihr haben? Naja, x86 Bodenstrich 64, damit habt ihr eine 64-Bit-Maschine, Bindestrich EFI, damit habt ihr UEFI aktiviert. Bootloader ist gleich grub, grub mit B. Und dann habe ich das richtig geschrieben? Grub install target. Irgendwie bin ich jetzt verunsichert, weil ich Sachen falsch schreibe. EFI Directory ist gleich, naja, wir haben das Ding ja auch gemountet, ja. Das heißt, es liegt jetzt an, wobei, wir können es auch eigentlich so machen, wir müssen es sogar so machen, /EFI. Okay. Und ja, jetzt sagen wir einfach --removable und können das Ganze starten. Installation finished, no error reported. Das sollte bei euch auch da stehen. Wenn das nicht da steht, habt ihr irgendwas falsch gemacht, irgendwas falsch abgetippt oder sonst irgendwas. So, der nächste Schritt wäre hier eine grub-config zu erstellen. Da könnt ihr später auch noch im Zweifelsfall irgendwas verändern. Also grub make config -o. Wo soll die Datei liegen? Naja, in /efi /grub. Okay, dann nicht grub. Ist ja auch komplett falsch. Wir wollen sie nicht nach EFI, sondern nach boot /grub. Genau, hier rein wollen wir sie packen. Und zwar werden wir die, wie werden wir sie nennen? Im besten Fall direkt grub.cfg, also grub.config. Und dann einfach mal Enter drücken und dann sehen wir hier Done. Wunderbar. Dementsprechend haben wir alles soweit fertig eingerichtet. Das heißt, wir haben soweit alles, was euer System angeht, fertig. Wir können jetzt hier Exit machen, dann landen wir wieder bei der Arch-ISO. Dann können wir umount-r/mnt machen und dann können wir hier tatsächlich ein Reboot durchführen. Der Reboot führt jetzt dazu, dass euer System sich neu startet und ihr wieder direkt hier landet. Das wollen wir natürlich nicht nochmal haben. Wir booten in das existierende Operating System. Ihr könnt auch euren USB jetzt entfernen und eure CD auswerfen, falls ihr das haben wollt. So, jetzt steht hier Booting und das wird ein bisschen dauern. Und wenn das soweit fertig ist, dann habt ihr eigentlich euer neues Arch Linux fertiggestellt. Ja, wunderbar. Ich beende das hier an der Stelle. Das Video ist sowieso schon lang genug geworden und empfehle euch an der Stelle nochmal euch einzulesen über Window Manager etc. Die müsst ihr natürlich hinterher noch installieren. Das könnt ihr alles mit Pacman machen. Da gibt es aber so viel Auswahl, wenn ihr wollt, dass ich dazu Videos mache. Also welcher Window Manager wie gut oder warum oder was auch immer ist. Dann ja, probiert das gerne aus oder schreibt mir das auch einfach und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.